Hallo zusammen. Wir machen weiter mit Baldur's Gate. Baldur's Gate 3, genauer gesagt natürlich. Und wir spielen den Barden Tim Hardin. Ein Schlitzohr so ein bisschen, der sich gerne aus allem möglichen Kram rausredet. Und wir haben Shadowheart schon wieder gefunden, nachdem der Nautiloid abgestürzt war. Und untersuchen jetzt mal, ob wir da nicht noch irgendwas Sinnvolles finden. Haben hier schon ein paar Intellect Devourer getötet. Und außerdem haben wir noch Leselle, die nicht mehr aufgetaucht ist. Vielleicht finden wir die ja noch. Und vielleicht finden wir auch noch jemand anderen, der auch noch hier war. Und unser Schicksal teilt Gold. Ein Rapier. Ich denke, das braucht wahrscheinlich eher erstmal keiner. Ich habe ja schon eins. Und das ist immer gut. Nahrung. So. Das ist ein Nautiloid Tank. The dark oily liquid inside this tank pulsates slowly, keeping time with your own breath. Scheint man nicht wirklich gebrauchen zu können. So, was haben wir noch hier oben? Das ist noch ein toter Mindflayer. Arsonist's Oil. Coat your weapon in an oil that transforms the target's fire resistance to vulnerability. Targets that are immune to fire damage are unaffected. Wenn ich mal jemanden habe, der Feuerdamage macht, ist das bestimmt eine spannende Sache. Gut, hier ist noch ein toter Mindflayer. Spiked Bulb. Zum Verkaufen wird's lang, aber sonst kann man damit, glaube ich, nicht viel anfangen. Ist hier sonst noch was? Da war ich ja schon. Was ist das da oben? Aber ich glaube, das ist nichts, oder? Moment. Der ist ja noch gar nicht tot. Der ist knocked out. Wieso ist der out? Wieso ist der outgenockt? Okay. So, aber sonst ist hier nichts. Gehen wir nochmal auf der anderen Seite gucken. Hier ist auch noch ein toter Mindflayer. Potion of Speed. Gain an extra action plus 2 Bonus to Armor Class. Das heißt, das ist dasselbe wie Haste. Wobei Lethargie hat man bei Haste, glaube ich, nicht. Consumed by Exhaustion. In the aftermath of haste. Can't move or take actions, bonus or reactions. Spannende Frage wäre, wie lange dauert die? Gut, das wird mit Vorsicht zu genießen sein. Je nachdem, wie lange das dauert. Ihm hat es nicht geholfen. Beziehungsweise er hat es nicht genommen. Diebswerkzeug, sehr gut. Ich habe ja meine Flöte. Ich nehme nicht an, dass das irgendeinen Unterschied macht. Die haben ja beide keine großartigen. Was auch immer. Was würde denn passieren, wenn ich jetzt zum Beispiel anfangen wollte, hier was zu spielen? Old Time Battles.
Ja, schön, aber wir bleiben doch lieber bei unserer Flöte. Und werden das auch zu den Waren tun. Brauchen wir eigentlich nicht. Gut. So genau, das ist zum Beispiel abgeschlossen. 5. Okay. Das ist halt natürlich doof, dass es hier Critical Success und Failure bei Skills gibt. Das gibt es nicht. Das heißt also, es ist egal, wie gut man in irgendwas ist. Wenn man eine 1 hat, schafft man es nicht. Und wenn es darum geht, sich die Schnürsenkel zu binden. Aber so ist es. Ein Helm, der es Dexterity Saving Throws +1 macht. Können wir das ja mal ihr geben? Nee. Sie behält ihr schönes Circlet. Falsch. Dann nehme ich den Helm, aber der sieht doof aus. Das heißt, ich werde ihn mal verstecken. So. Hier gibt es Belladonna. Hier gibt es Meergras. Ich denke mal, sonst ist hier auch nichts. Gibt es noch Balsam? Vielleicht mal einen Überblick über die Gegend kriegen. Und weiter kommt man nicht. Ist da hinten auch noch? Also das hier ist der abgestürzte. Boah, der ist ja riesig. Also wenn das hier die Ausläufer sind und er geht bis da und es sieht fast so aus, als würde das auch noch dazu gehören. Das ist ja wie eine Stadt. Na gut. On my way. Deep grooves in the mud around that rock. Can't be added. Ja, ich will es ja auch gar nicht. Sie ist, glaube ich, stärker als ich. Ah ja. Interessant. Harper's Notebook. A tattered collection of reports held together with the moon and harp seal. There's frequent mention of sacrilegious activity among the local Selenite sect. Ein Rubin.
Potions of Speed. Was ist das? This stained, ragged map has passed through countless hands. A little harp marks an area called Moonrise Towers with a small inky crescent sketched in a nearby forest. Below the crescent is a more recent scroll. Cache. Interessant. A little harp marks an area called Moonrise Towers. Da ist irgendjemand, der Hilfe braucht. Kann das Ding eigentlich noch ein Stück weiter? Vielleicht ist da noch mehr? Nee, da ist nichts mehr. Und hier ist auch sonst nichts mehr. Wenn ich das richtig sehe, kann man hier eigentlich hochkommen. So, wenn ich jetzt hier... Nee. Nee, da kommt man nicht hin. Entweder will das Spiel wieder mal nicht, dass man da hinkommt, oder ich bin nur zu schwach. Oh, ich denke mal, das ist einfach... Nee, die wollen nicht, dass man da hinkommt. Okay. Ja, ist ja gut. Wir kommen ja schon. Hurry! I've got one of those brain things cornered. There, in the grass. You can kill it, can't you? Like you killed the others? Na, ist ja ein mutiger Kerl. Kill it yourself. You look capable enough. I was hoping for a kind soul. Well, not to worry. Ach, so einer bist du. Oh, das war mehr als knapp. I saw you on the ship, strutting about whilst I was trapped in that pod. What did you and those tentacled freaks do to me? Put the knife away and maybe we can talk. You'll talk. I can... Ah! Your mind twists. You're looking out of unfamiliar eyes, prowling dark, busy streets. You try to hold the memory, but it fades to the worm. The light, the fear. What was that? What's going on? It's the Mind Flayer worm. It connects us. The worm. Of course. That explains things. Somewhat. And to think, I was ready to decorate the ground with your innards. Apologies. Apology accepted. I might have done the same when same where the roles reversed. A kindred spirit. My name's Astarion. I was in Baldur's Gate when those beasts snatched me. Okay, Baldurian. Introduce yourself. You're Baldurian too. Is that so? We clearly move in different circles. So, do you know anything about these worms? Schon ein arrogantes Arschloch, ne? Yes, unfortunately. They'll turn us into mind flayers. Turn us into... Of course it'll turn me into a monster.
What else did I expect? Although, it hasn't happened yet. If we can find an expert, someone that can control these things, there might still be time. Control it? We need to get rid of it. Well, yes, of course. But first things first. You should travel with me. Our odds are better together. You know, I was ready to go this alone. But maybe sticking with the herd isn't such a bad idea. And you seem like a useful person to know. All right. I accept. Lead on. Dann levelen wir mal ab. Rogue. Actions, Cunning, Actions, Hide und so weiter. Gut, da gibt es sonst nichts auszudenken. Was hat der sonst noch? Initiative plus 3, 17. 17, Wisdom und so weiter und so fort. Ja, naja. Fey Ancestry, Dark Vision. Elven Weapon Training, Opportunity. Jo. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal nach, ob der nicht irgendwie was braucht. Der hat nämlich nur ein Messer, genau. Und ich hatte ja irgendwie ein Rapier gefunden. Das steht ihm, glaube ich, besser. Das geht nicht, ne? Ne, Rapier kann man nicht. Das ist keine leichte Waffe, deswegen. So, der hat ein Thieves Tools, Grease Bottle und so weiter. Ah, hier. Genau, das müssen wir noch wegmachen. So, und das ist... Hier gibt es aber nicht wirklich was zu finden, oder? Sonst ist hier eigentlich nichts, würde ich mal sagen. Gut. Ach, richtig. Da tauchte ja auch was im Journal auf. Also zunächst mal Daughter of Darkness. Continue traveling with Shadowheart. We recruited a half-elf named Shadowheart. She was also aboard the Nautiloid and infected with a parasite. The Pale Elf. We met a strange elf who had also been infected with a parasite. He was hostile at first, but agreed to join us when he learned we were infected too. So, das haben wir abgeschlossen. Find a cure. Was sonst? So, man kann ja nochmal hier gucken. Hier geht es noch irgendwo hin. Hier geht es wieder zum Nautiloiden. Ach so, das heißt, hier geht es auch zum Nautiloiden. Astarion's an interesting find. Let's hope any future acquaintances don't hold a blade to your throat by way of introduction. Ja, das hoffe ich auch. What do you think of all that's happened to us so far? We haven't gone all that far yet. What are you referring to exactly? You must have thoughts about our little stowaways. Must I? Thinking about it won't help. We know what to do, so let's do it. Find a way to rid ourselves of these things. We've no solid leads right now, though. We'd best get hunting. If you discover anything that might help us, I'm all ears. What will you do if we actually manage to remove the tadpoles? I suppose we'd go our separate ways. Not a slight on your company, of course. No reason for us to not stay together if we get on well.
Perhaps. Perhaps not. If we do survive, we'll have separate lives to return to. I need to get to Baldur's Gate. There's someone waiting for me there. Someone I have to reach. As soon as possible. Family? A friend? A lover? Let's just say it's a very personal, very private acquaintance. How am I holding up in your estimations? I must admit, you've been a surprise. And not an unpleasant one. Kindred spirits are few and far between for me. Besides, you saved my life aboard the Nautiloid. How can I do anything but sing your praises? Such a beautiful woman. What's the story with that odd little artifact you have? There's no story. None that you're entitled to hear, anyway. Just forget you ever saw it. We should get to know each other a little more. Must we? No harm in a little mystery, don't you think? No, that's true. We have to rely on each other. Easier if we knew each other as well. Easier's often less interesting. Besides, we've plenty of reason to rely on each other already. You can't confide in just anyone about a monster in your head. Na, ich werde mal nicht weiter in sie eindringen. Sie hat ja recht, ein bisschen Geheimnis ist bestimmt nicht schlecht. If you're not comfortable, I won't press you. Thank you. I'm sure we'll get along perfectly well. Me too. So. Ja, dann gehen wir doch mal hier noch rein, aber ich sehe hier jetzt nichts, was wir uns... Ach, Moment, wie sieht denn das aus mit ihm? Er hat einen Shortbow. Sie hat inzwischen den Hand Crossbow. Und ich glaube, ich hatte keine andere. Ne? Kein... Ne? Keine andere. Crossbow. Light Crossbow. Aber das ist nur der, den ich selber in der Hand habe. Na gut. Okay, dann ist er ja auch versorgt mit Waffen. There. A mind flare. It's hurt. That thing's bound to be dangerous, even if injured. Best be careful. Ah, hier. You approach the dying monster. This is the thing that abducted you. You could end its life here and now, if only you didn't feel compassion. Compassion? No, you should be furious, shouldn't you? Yes, you feel hate. And you deserve to be punished for it. You should be whipped, made to bow before this creature in shame. It's possessing your mind, forcing you to love it, but then the feeling slips. The creature's mind seems to focus elsewhere. Concentrate on its thoughts. Ah, da spielt das schon rein. Hier, Check of all Trades, +1 noch dazu. Das ist schon eine nette Sache. Dann nehmen wir uns noch die, genau, hier die Divine Guidance. Shadow Heart. Dann kommen wir auf mindestens +3. Das wäre easy peasy. Your minds fuse, lusting for something that is gone. But then its grip claws back with a vengeance, a vice locking your mind into obedience. It needs sustenance to survive, and with your very body you can provide. Nee, natürlich nicht. Resist the intrusion with everything you have. Und auch hier ist wieder Jack of all Trades. Ne? Also es ist schon nicht schlecht. The monster lies exhausted,
defeated. Its eyes, wet orange pearls, radiate malice. Close those eyes forever. Monster. Death is too good for it. Würde ich auch sagen. Schon wieder eine Potion of Speed. Ein Skull. Wir nehmen den mal mit. Und diese Void Barb. Okay. Was ist hier noch? An und für sich eher nicht viel. Ne? Das kann doch hier eigentlich nur das sein, wo ich quasi schon war. Ah, das ist der andere Zugang, den man gesehen hat. Genau, und hier kommt man... Ach, das ist noch ein toter Mindflayer. Caustic Bulb. 1d4 Acid Damage. Kann das irgendwie sinnvoll sein? Ich glaube nicht. Also eigentlich macht das keinen Sinn. So, und das ist die Gegend, wo ich schon war. Ach so, da war ich auch schon. Hm? Da war ich auch schon. Hier unten rum. Ups. Hier wollen wir hin. Okay, da kommt man gerade so durch und da ist irgendwas. What's going on with that room? It's unstable somehow. Dann mal entlang. You approach the sigil on the stone. Magic glitters and swirls from it erratically, as if malfunctioning. It looks slightly dangerous. So schlimm wird es schon nicht sein. A hand? Anyone? Who are you? Just your average traveler stuck between realms. Pull me out, and we'll get properly introduced. Naja, ich kann ihn ja jetzt nicht hier liegen lassen. Strength. Bin ich aber nicht gut drin. 7, na gut, das kann ja noch. Kann ja noch funktionieren. Krieg ich das auf? Ja, super. That's it! Go on! Keep pulling! Hello. I'm Gale of Waterdeep. Apologies. I'm usually better at this. Spannend wäre, ob das Jack of all Trades auch für die Perception-Checks, die immer mal wieder zwischendurch nicht aktiv gemacht werden, gilt. Aber naja. So.
No need to apologize. Are you alright? A bit shocked, but friend, it's a relief and a pleasure to make your acquaintance. Say, but I know you, don't I? In a manner of speaking. You were on the Norse Lloyd as well. I was, yes. And I can only assume you too were on the receiving end of a rather unwelcome insertion in the ocular region. Ach, ist jemand, der Sprache auch so mag wie ich. Couldn't have phrased it more repellently myself. No use sugarcoating it, is there? The insertee we speak of, this parasite, are you aware that after a period of excruciating gestation, it will turn us into mind flayers? It's a process known as seromorphosis, and let me assure you, it is to be avoided. You don't happen to be a cleric by any chance, do you? A doctor? Surgeon? Uncannily adroit with a knitting needle? You seem to know enough about our condition to realize it's beyond most clerics' skills. Most, no doubt, but I find myself hoping to be in the presence of the few. You don't happen to be one of them. I can tend to basic wounds and ailments, but alien parasites, I'm afraid not. As we've established, few enough can. It's not exactly a common affliction. We're most certainly going to need a healer, and soon, too. How about we lend each other a helping hand once more and look for a healer together? Abschalten. Genau. Sounds like a plan. You're welcome to join me. Most excellent. A parasite shared is a parasite halved. Or something to that effect. Oh, but before you think you're about to embark on a journey with most ill-mannered a man, thank you for pulling me out of that stone. It was an act of foresighted kindness, I assure you. For I have the feeling ample opportunities will present themselves for me to return the favor. Ja, also wir haben einen neuen Wegpunkt gefunden. Davon gibt es ja inzwischen noch diese Overgrown Ruins da unten. Und das, und wir haben halt Gale gefunden. Und Gale, offensichtlich ein Wizard. Jetzt Level 2, Evocation Wizard. Spannende Frage, will ich, dass er ein Evocation Wizard ist? Sculpt spells create pockets of safety within your evocation spells. Allies automatically succeed their saving throws against these spells and take no damage from them. Das ist ja jetzt erstmal nicht dasselbe, ne? Succeed Saving Throw heißt ja meistens nimmt halben Damage, aber da steht and take no damage. Das heißt, ich kann irgendwo rumstehen, Gale wirft einen Feuerball und ich krieg nichts ab. Das klingt sehr gut, oder? Ich denke, das kann man mal lassen. Ansonsten hätten wir hier halt noch die ganzen Sachen. You can brew 2 alchemical solutions instead of 1 when combining extracts und so weiter. Naja, das ist zwar nicht so super wichtig. Improved Minor Illusion. Moment, das ist Bonus Action, Divination, das ist die Sache mit den Würfeln. Das macht Conjuration, ich kann Create Water. Grim Harvest, once per turn, if you kill a creature with a spell, you regain hit points equal to twice the spell slot level. Thrice if it's a necromancy spell. Regain hit points twice the spell slot level. Das zeckerst du. Weiß nicht.
Tja, das ist natürlich auch nicht schlecht. Ein Arcane Ward. Necromancy, aber das ist nicht viel. Also ich meine, selbst wenn ich einen Feuerball mache und kill jemanden damit, dann sind das twice the Spell Slot Level. Sind das 6 Hitpoints. Momentan ist das natürlich mörder viel. Aber das finde ich schon irgendwie spannend. Ich glaube, ich lasse ihn ein Evoker sein. So, jetzt weiß ich gar nicht, welche Spells er schon hat. Aber das kriegt man ja raus. So, was hat er? Mage Armor, Thunderwave, Sleep, Grease, Cloud und Witchbolt. Er hat Mage Hand, Firebolt und Ray of Frost als das. Und präpariert hat er das Zeug. Ich bin ja eigentlich eher jemand, der gerne Mage Armor hat. Cloud ist, glaube ich, nicht so witzig, nicht so wichtig. Sleep ist auf niedrigen Leveln. Up to combine 24 Hitpoints ist schon nicht schlecht. Und Grease kann auch mal spannend sein. Sag mal, sehe ich das richtig? Der hat den Spell, den alle Wizards haben. Magic Missile hat er nicht. Okay. Das muss ich übrigens auch wieder einschalten. Ja, nee, aber dann lassen wir ihn also einen Evoker werden. Und einer der Spells, die er kriegt, ist dann natürlich selbstredend Magic Missile. Und welche kriegt er noch? Wir haben ja schon Thunder Wave. Da kann man sich Burning Hands vielleicht erstmal sparen. Chromatic Orb 3d8 Thunder Damage. And possibly creates a surface on impact. Eigentlich witzig, ne? Color Spray, Blind Creatures up to combined. 17 Fuß, eigentlich auch nicht schlecht. Disguise Self. Expeditious Retreat, False Life, Featherfall. Find Familiar ist jetzt nicht dringend nötig. Ice Knife. Advanced Leap, Longstrider. Ray of Sickness. Shield. Shield ist eigentlich auch absolut notwendig. Aber vielleicht können wir das einfach mal nachholen irgendwann später mit Shield. Und uns jetzt mal auf sowas Chromatic Orb habe ich eigentlich sonst nicht so, ne? So, jetzt haben wir schon wieder den Witchbolt reingekloppt. Bum, bum, bum. Und dann probieren wir probieren das einfach mal. Sleep. Ich lasse Sleep. Gut. Und wie ist er so mit der Ausrüstung drauf? Er hat, sagen wir mal, nichts. Quarterstaff. Gut, Fernkampfwaffen braucht er nicht. Falsch. Arcane Recovery, finde ich, gehört nicht unbedingt zu den Spells. So, hier haben wir Mage Hand. Das ist was, wo ich immer Schwierigkeiten habe. Mage Hand als Cantrip, Short Rest. Naja. Und das und das. Und der Rest sind sowieso alles erste Level Spells. Was ist das eigentlich? Das ist ein Evocation Spell sogar. Gut. Dann sind wir ja ziemlich vollständigerweise. So. Hier geht es dann anscheinend auch nicht übermäßig weiter. Dead Aber goblins over there. Worth checking the supplies, maybe. oh, das ist doch gut. Ein Goblin Bow.
Und ein Scimitar, aber den kann eigentlich sowieso keiner größer nehmen. Wie gesagt, am Anfang werde ich mal alles Mögliche einsammeln, um ein bisschen Geld zu kriegen. Das werde ich später aber nicht machen, weil ich glaube, das ist in der Richtung liegt dann der Wahnsinn. So, jetzt haben wir hier noch sowas. Hier sind noch diese Ruinen. Da komme ich aber vielleicht irgendwann sowieso hin. Da könnte ich jetzt hingehen oder ich gehe da hoch. Ich denke, ich gehe mal in die andere Richtung. Da kommen wir zu diesen Ruinen. These boots have seen everything. Rogue Morsel. Sehr gut. Gut, holen wir uns sofort. Wir erinnern uns, dass Rogue Morsel eine der Sachen ist. Falsch. Eine der Sachen ist, die wir brauchen, um Potions of Healing herzustellen. Dafür brauchen wir Salts of Rogue Morsel. Aber wir haben ja erst einen gefunden. Supplements können wir übrigens schon herstellen. Das lasse ich aber mal, wer weiß, wofür wir das vielleicht noch brauchen. Elixiers. Egal. Ich räume mal ein bisschen auf. Ich würde nämlich eigentlich gerne einen besseren Überblick haben, wer was hat. Wie wäre es dann, wenn zum Beispiel Shadowheart mal die ganzen Potions und so einen Kram kriegt? Wir haben immer noch niemanden, der das benutzen kann, leider. Aber ich bin sicher, Lae'zel könnte. Die müssen wir nur noch finden. Und dann müssen wir uns überlegen, wen wir rausnehmen, denn tatsächlich geht nicht alles. Ich denke mal, Astarion wird dran glauben müssen. Was wollte ich gerade? Ach ja, Add-to-Wears. So, hier haben wir noch ein Shortsword. Das braucht er aber nicht mit dem Rapier. Eigentlich braucht dann das Shortsword niemand. Das kann man also auch zu den Waren tun. Sonst habe ich noch keine, ne? Ja, genau. Schön. Gut, der hat eins, ich habe eins. So. Da sind auch die Ruinen, würde ich mal sagen. Hier geht's auch nochmal hoch, aber wir gehen erstmal hier lang. Don't we just wait a while? Gut. Gimbelbock. Wahrscheinlich ein Gnome oder so. Dann haben wir Either we act now, or someone else will pick that wreck. Just widen us out here. Na gut. Also sie sieht sehr nach Fighter aus, aber nach Wizard aus, aber kein besonders guter.
Das ist Stärke und Constitution, so eine Art Kämpfer. Con und Stärke ist auch ein Kämpfer, würde ich sagen. Could be all sorts of loot in that thing. Don't you want to be rich? Of course I want to be rich, but not if it'll get me killed. Würde man mit denen reden können? Ja, man würde mit denen reden können. Dann würde ich vorschlagen, wir reden einfach mal mit denen. You're both twice as tall as me, but have half the bloody backbone. But we don't know what that thing even is. And what about the crypt? Was für I'm ein Ding? telling you, it's a ship. And the crypt can wait. Mari and Barton have been trying to break in for days. Now we... Stop! Aha. Got ourselves competition already. That's our ship. Gut, der meint natürlich den Nautiloid. Will er nicht viel Spaß mit haben, aber er hat noch zwei andere erwähnt. Das heißt, irgendwo sind noch zwei andere. So. Das reden wir ihm erstmal aus, oder? Das wäre doch eine Idee. I think that ship's an invasion force. Run while you can. Ah, jetzt hätten wir noch... Ah! Also doch. Mit Friends kann ich das doch machen. Advantage und das. Damit kriege ich jeden weg. Ja, sowas von. Well, in that case, come on, you lot. No point in getting killed. Second worm gets the cheese and all. Second mouse gets the cheese, no? Nobody's getting any damn cheese. Now move it! You're more cunning than you look. I thought we had a fight on our hands. Das Shadow hat mich gerade gelobt. You're more cunning than you look. Genau. Keep that in mind. Ja, das lief ja sehr schön. Das ist genau, wie ich den Charakter spielen will. Ne? Also er erzählt anderen was vom Pferd. Time to press ahead. Time and the elements have left the plaque unreadable. Und, was noch wichtiger ist, die Sache mit dem Charm Person. Es ist tatsächlich so, dass ich Friends benutzen konnte. Ich weiß noch nicht wann. Also bei Deception hat es auf jeden Fall funktioniert. Ich weiß nicht, ob es auch bei Persuasion gegangen wäre, aber eigentlich müsste das gehen, ne? Against a non-hostile creature, aber mit hostile creatures kann ich ja sowieso nicht reden. Also das scheint eine gute Wahl zu sein mit Friends. So. Das sieht hier brüchig aus. Jetzt ist die Frage. Wenn ich da jetzt sage use, dann falle ich da wahrscheinlich rein. Da habe ich keinen Bock zu. So. Sind die jetzt in Panik von dem Kram, den ich ihnen erzählt habe, weg und haben nichts mitgenommen? Oder gibt es ja noch was? Dragon Egg Mushroom. Ashes of Dragon Egg Mushroom. So, und es gibt ja hier noch verschiedene Sachen. Fire Resistance, das wäre gut für Fire Resistance. Dafür ist Dragon Egg Mushroom gut. Wer hätte das gedacht? Dragon, ne? Potions habe ich 2. Mind Reading will ich aber nicht. Grenades. Ne, da hilft das nicht. Ember, Fire Ember, Coatings. Dagger Root. Und hier die Supplements mit Belladonna kann ich immer noch. Weiß man aber nicht, was da ist. Rogue Morsel, Essences habe ich noch gar nicht. Und Suspensions kenne ich mehr. Grass. Okay.
sonst ist hier jetzt erstmal nichts. Anscheinend. Ist da oben noch was? Da ist noch was. Hier sind Twisting Vines. Nuss, Fisch, sehr schön. Genau, von da, das hatten wir auch gesehen. Sonst ist hier erstmal nichts. Oder? Da sind Leute. So let's leave it. Should mind my step. And let the goblins have it? No. We take it to the grove. Die Messer, Tiefling. Nano. Ach, da Mais, klar. Tiefling scheint so eine Art, sagen wir mal, Ranger zu sein. Und das ist doch unsere Freundin Liselle. Just leave it. And when the goblins ally with it, Wonder if the gods are watching me. Zoro was right. Yellow as a toad, twice as ugly. The thing's dangerous. Leave it for the goblins to kill. And if it escapes, how will you... Oh, a guest. Your skull pounds in response to the prisoner's white-hot stare. Her lips don't move, yet you hear her voice. Get rid of them. Rather demanding for a woman in your position. Why should I? Your words flow to her, though you never speak them aloud. I know what grows inside you, and I know of a cure. Ja, das behauptest du schon immer. Remember how keen she was to leave me to die in the Nautiloid? We can't trust her. Nun, wir können ihr ja trotzdem ein bisschen helfen. Bart, Deception. Oh gods, you've caught a scout. Oh gods, you've caught a scout. The Gith invasion force is right behind me. Save yourselves. Friends und Guidance. Hells, this isn't worth it. I'm out of here. Enough gawking. Get me down. Now that they are out of earshot, sure. So, also ich denke, die Wahl war gut. Ich werde das nächste Mal, wenn ich aufsteige, Charm Person austauschen gegen irgendeinen anderen Spell, weil offensichtlich ist Friends okay und Friends ist ein Cantrip. Also das ist natürlich super. Also wirklich sehr gut. Das machen wir dann das nächste Mal. Also, bis dann.